Der kleine ICE umspuren ist Magic. Wir alle lieben den kleinen ICE und natürlich seine Freunde Ida IC und Robby Regio und natürlich auch Nick Nachtzug, aber Nick Nachtzug wurde leider nach Österreich deportiert. Also sind wir hier mit Ida IC und Robby Regio, die uns noch als seine Freunde übrig bleiben und natürlich dem kleinen ICE. Uns ist aber was aufgefallen und das sieht man hier. Hier nicht so gut zu erkennen, deswegen habe ich das hier nochmal ein bisschen besser visualisiert. Die haben nämlich alle eine unterschiedliche Spurweite. Das ist schlecht, weil dann braucht man Infrastruktur, die so aussieht und das ist richtig, richtig teuer und das Management hat gesagt, wir sollen Kosten sparen, also haben wir uns Werkzeug geholt. Wir haben uns halt mal angeguckt, wie können wir das Problem lösen, haben so ein bisschen rumprobiert, die alle mal auseinandergenommen und dann festgestellt, dass sich das Fahrgestell von Ida IC am besten eignet, weil das passt von der Größe prinzipiell in alle anderen rein und es lässt sich auch am einfachsten rauslösen. Wir haben das mal hier eingebaut, das funktioniert auch ganz gut beim kleinen ICE, einfach mit ein bisschen Sekundenkleber ankleben, das Fahrgestell und ein bisschen anpassen und ja, dann passt das einfach. Bei Robby Regio war das nicht so einfach, weil man kann das da zwar reinbauen, aber da haben wir so einen Hochflurwagen und dann ja, müssten wir wieder alle Bahnsteige umbauen und das sind ja auch hohe Kosten. Also haben wir versucht, das Fahrgestell selber von Robby Regio anzupassen, so dass einfach die Räder von Ida IC da reinpassen. Das ist ziemlich aufwendig, weil man muss einfach diese Radabstände, diese Radkästen, diese Lücken da vergrößern. Und das ist ziemlich schwierig, dass man da nichts kaputt macht. Aber wir haben das so größtenteils geschafft, sieht dann so aus. Und ja, da sind wir in ein Problem gerannt und das ist, in Deutschland kann man nicht einfach was standardisieren, weil wir sind dann kurz was essen gegangen und als wir zurückkamen, sah unser Arbeitsplatz so aus. Jemand hat unsere Arbeit für Müll gehalten und weggeschmissen. Wir haben tatsächlich die Papierkörbe durchsucht, wir haben es nicht wiedergefunden, also mussten wir von neuem anfangen und haben uns dann halt nochmal Robby Regio von innen angeguckt, so, was ist da jetzt so das Problem, was kann man da machen, haben versucht, den ein bisschen auszuhöhlen, um da das Fahrgestell weiter reinzubekommen. Das hat nicht so gut funktioniert. Aus Brandschutzgründen konnten wir das jetzt auch nicht ausbrennen. Also haben wir uns überlegt, okay, gucken wir uns dieses Fahrgestell doch nochmal ein bisschen genauer an. So sieht das aus. Klar, links diesen Stab da, den haben wir natürlich entfernt und auch dieses in der Mitte rechts, diese Auswölbung da. Aber das hat halt nicht gereicht. Das Ergebnis habt ihr von gesehen. Also haben wir uns überlegt, okay, wir werfen diese kompletten oberen Teil weg. Und haben da das Problem, dass die Räder uns nach oben abhauen würden und ja, haben da einfach viel Sekundenkleber genommen und die Teile, die wir abgebaut haben und drunter geklebt. So sieht das Ganze aus, das funktioniert total super. Also uns ist halt eine Achse festgeklebt, aber uns gedacht, okay, ist ein Regionalzug, das stört da eh keinen. Jo, so sieht dementsprechend das Ergebnis aus. Alle die gleiche Spurweite und ja, es ist alles ganz hübsch. Keine Angst, wir haben keine Tiere bei dieser Operation zu Schaden kommen lassen. Das Einzige, was, ja, wie ihr euch vielleicht gedacht habt, ein Problem ist, dass 2 Ida ICs jetzt ohne Fahrgestell sind und ja, falls da ja noch jemand eine Idee für eine gute Verwendung hat, dann kann er sich gern bei uns melden. So, was kommt als nächstes? Wir haben uns gedacht, nehmen wir uns den kleinen ICE vor und haben mal bei AliExpress Vibrationsmotoren bestellt.